Was ist ein Handicap? Braucht man so etwas überhaupt? Wenn ja, wozu und wie funktioniert sie? Wird es also ermittelt und errechnet? Klingt langweilig. Wirklich? Ja, dann baue ich halt ein bisschen eine Aufregung mit ein, zum Beispiel Betrug mit dem Handicap. Servus, Markus Salzger für die European Golf School. Dein Handicap-Index im World Handicap System ist einfach eine Zahl, die deine aktuelle persönliche Spielstärke ausdrückt. Genauer gesagt ein Potenzial, wie du spielen kannst, wenn alles gut läuft. Um dein Handicap zu errechnen, nehmen wir deine jüngsten 20 Ergebnisse, genauer ausgedrückt deine letzten 20 Handicap-relevanten Differenzscores. Zu diesen Ergebnissen kommst du über Turniere oder über registrierte Privatrunden mit zumindest einem Mitspieler als Zähler. Natürlich muss nach den gültigen Golfregeln und auf einem Platz mit offiziellen Course Rating gespielt werden. Dann suchen wir uns die besten 8 dieser letzten 20 Differenzscores raus, addieren die, teilen die Summe durch 8, um den Durchschnitt zu bekommen, und dieser Durchschnitt ist auch schon dein Handicap-Index. Das musst du natürlich nicht selbst ausrechnen, du gibst einfach nur deine Scorekarte mit der korrekten Schlaganzahl im Golfclub ab, dort wird dein Score dann weiter verarbeitet und du hast immer automatisch deinen aktuellen Handicap-Index. Falls du noch weniger als 20 Ergebnisse hast, macht das gar nichts. Bei deinen ersten Ergebnissen zählt einfach das Beste davon als dein Handicap-Index, sogar mit einer kleinen Angleichung nach unten. Ein Anfänger beginnt in der Regel mit Handicap 54. Je kleiner die Zahl wird, desto spielstärker ist die Golferin oder der Golfer eingestuft. Im Bereich um Handicap 20 spricht man vom Bogey-Golfer, im einstelligen Bereich ab Handicap 9 vom Single-Handicapper. Sehr wenige erreichen sogar die 0, das sind dann die sogenannten Scratch-Golfer, und für die stärksten unter ihnen geht es natürlich noch weiter in den Bereich unter 0. Hier sind die leistungsorientierten Spitzenamateure angesiedelt. Falls du dich fragst, welches Handicap die Professionals haben, die man bei den großen Turnieren der PGA oder der European Tour sieht, dann sei gesagt, dass die Profis kein offizielles Handicap haben, doch theoretisch würden die unter ihnen, bei denen es gerade sehr gut läuft, mit einem Handicap um -7, -8 herum spielen. So eine Kennzahl zur Leistungseinstufung ist an sich nichts Besonderes, die gibt es in vielen Sportarten. Beim Tennis hat man einen ITN-Wert, im Schach eine Elo-Zahl und so weiter. Diese Zahlen werden meist verwendet, um Mitspieler oder Gegner ähnlicher Spielstärke zu finden. Beim Golf ist diese Funktion allerdings nebensächlich, weil auch unterschiedlichste Spielstärken problemlos mit oder gegeneinander spielen können. Also kommen wir zur Hauptfunktion des Handicaps. Es wird genutzt, um verschiedene Spielstärken auszugleichen, die Spieler vor dem Start quasi künstlich gleich stark zu machen, um damit den Spielausgang spannender zu gestalten. Machen wir ein Beispiel. Die Heidi und der Peter wollen eine gemeinsame Runde spielen. Nehmen wir an, die Heidi hätte schon in jungen Jahren mit Golf begonnen, war und ist sehr talentiert und hat tatsächlich einen Handicap-Index von 0,2 erreicht. Der Peter hat erst als Erwachsener zum Golf gefunden und obwohl er noch gar nicht so lange spielt, hat er schon einen durchaus beachtlichen Handicap-Index von 20,4 geschafft. Würden die beiden jetzt ohne Handicap spielen, ja, hätten sie wahrscheinlich auch eine schöne Zeit am Platz, aber aus sportlicher Sicht wäre ihr Spiel äußerst spannungsarm, weil die Heidi den Peter immer in Grund und Boden spielen würde, und zwar ausnahmslos. Mit Hilfe des Handicaps, das einfach ausgedrückt einen genau bestimmten Vorsprung für den Peter definiert, ist es aber möglich, dass Sie zum Beispiel eine kleine Wette um ein Getränk oder ein Mittagessen oder was auch immer mitlaufen lassen, denn in diesem Fall wird derjenige gewinnen, der im Rahmen seiner aktuellen Leistungsmöglichkeit die bessere Tagesperformance bietet. Um diesen Vorsprung, also dein Handicap, so genau und fair wie möglich zu gestalten, wird auch berücksichtigt, auf welchen Plätzen du deine Ergebnisse gespielt hast. Eines der schönsten Dinge im Golf ist es ja, dass wir nicht auf einheitlich genormten, sondern jeweils einzigartigen Plätzen spielen. Es gibt knapp 40.000 Golfplätze auf der Welt. Manche sind in parkähnliche Landschaften eingebettet, andere wieder irgendwo in der Wüste, einige in den Bergen und an Seen und wieder andere eben am Meer. Und jeder dieser Plätze hat seinen ganz eigenen Charakter, sein eigenes Design, sein eigenes Flair und stellt uns vor verschiedenste Schwierigkeiten, um sein Paar zu verteidigen. Die Ergebnisse, die wir für die Handicap-Bewertung heranziehen, müssen allerdings trotz dieser verschiedenen Schwierigkeitsstufen vergleichbar abgebildet werden. Das ist möglich, indem fast jeder Golfplatz der Welt, der eine Mindestlänge von 2700 Metern hat, nach einem einheitlichen
Course Rating System bewertet ist. In diese Formel zum Beispiel, die zum Differenzscore und somit auch zu deinem Handicap führt, sind diese Bewertungen schon eingebaut. Du musst nicht mit dem Taschenrechner aktiv werden, alle Auswertungen übernimmt der Computer deines nationalen Golfverbandes. Ich zeige dir die Formel nur, um kurz die Begriffe zu erklären und dir zu zeigen, wie viel Großartiges da drin steckt. Großartig? Können wir nicht gleich zum Betrug kommen? Lassen Sie mich das noch kurz zeigen. Also Differenzscores. Du erinnerst dich, dass der Durchschnitt deiner besten 8 Differenzscores deinen Handicap-Index ergibt. Da haben wir also zuerst mal das gewertete Bruttoergebnis drin, also die Schläge, die du auf deiner Runde gemacht hast. Sagen wir, der Peter hat 94 und die Heidi hat 72 Schläge gespielt. Davon wird der CR-Wert abgezogen. CR steht also für Course Rating und bezeichnet die Anzahl von Schlägen, die ein Handicap-0-Spieler unter normalen Spielbedingungen durchschnittlich benötigt. Nehmen wir da als Beispielswert 72,3 an. In diesem 72,3 Course-Rating-Wert dieses bestimmten Golfplatzes sind schon alle relevanten Schwierigkeiten, die auf einen Handicap-0-Golfer zukommen, berücksichtigt. Also die Länge der Spielbahnen, die Topografie des Platzes, die Härte des Bodens, die Breite der Fairways, Größe der Grüns, die Beschaffenheit der Grünoberfläche, Penalty Areas, Sandhindernisse, extremes Rough, Out of Bounds, Bäume und so weiter, all das steckt da in diesem kleinen, unscheinbaren CR-Wert drin und sagt dann das durchschnittlich erwartete Ergebnis für einen Scratch-Golfer, also in diesem Fall für die Heidi, voraus. Okay, super Sache. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Golfer nicht Handicap 0 haben und auf einen Bogey-Golfer mit Handicap 20 kommen ganz andere Schwierigkeiten zu als auf einen Handicap 0 Spieler. Der Bogey-Golfer schlägt seinen Abschlag im Schnitt nicht nur 54 Meter kürzer als der Scratch-Golfer, sondern auch mit ein bisschen einer größeren Streuung, bespielt also teilweise ganz andere Gebiete des Platzes. Hier kommt der Slope-Wert ins Spiel. Das Rating-System ermittelt also wieder unter Berücksichtigung aller zuvor genannten Platzschwierigkeiten, wie die durchschnittliche Schlaganzahl eines Handicap 20 Spielers sein wird. Das ist das sogenannte Bogey-Rating. Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass bei den Damen Bogey-Golf mit ca. Handicap 24 definiert ist, bei den Herren ist es 20. Wenn dieses Bogey-Rating ergeben sollte, dass ein männlicher Handicap 20 Spieler auf diesem Platz von diesem Abschlag genau 20 Schläge mehr brauchen wird als ein Handicap 0 Spieler, dann wäre die Sache erledigt und wir bräuchten keinen Slope-Wert, weil dieser zweite Teil der Formel dann 0 ergeben würde, alle Spielstärken hätten die gleichen Schwierigkeiten. Diese fixe Zahl 113 in dieser Formel bildet genau so einen Platz ab, der für alle gleich leicht oder schwer ist. Das ist allerdings nicht oft der Fall, also machen wir es realistischer. Wenn für einen Handicap 20 Spieler auf diesem Platz zum Beispiel 25 Schläge mehr als für einen Scratch-Golfer erwartet werden, dann steigt der Wert des Slope-Ratings, nehmen wir hier 135. Und man geht dann davon aus, dass sich diese relative Schwierigkeit über alle Handicaps hinweg linear verteilt. Das Slope zeigt also nicht, wie schwierig der Platz im Allgemeinen ist, sondern sagt uns nur, wie viel schwerer oder leichter es einem Handicap-Golfer im Vergleich zu einem Scratch-Golfer fällt, seinem Handicap-Index entsprechend zu spielen. Sehr kompliziert. Muss man das wissen? Nein, muss man nicht. Das läuft also alles automatisch im Hintergrund ab. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ein fantastisches System, das ein riesiger Aufwand war und ist, nur dafür, dass du, wenn du irgendwo auf der Welt bei einem Turnier mit 100 anderen Spielerinnen und Spielern davon ausgehen kannst, dass jeder Einzelne die gleiche Chance hat zu gewinnen. Tolle Sache, möchte ich meinen. Markus, warum eigentlich 113? Ja, das weiß ich nicht. Die USGA, also der amerikanische Golfverband, hat das Ende der 80er Jahre so festgelegt. Das ist ein theoretischer Wert. Mit 100 wäre das natürlich benutzerfreundlicher. Warum das 113 sein muss, habe ich nicht verstanden. Aber wenn es einen Experten unter euch gibt, der das aufklären kann, bitte sehr gerne in den Kommentaren. Ich wäre sehr dankbar und bin gespannt. Zurück zum Handicap und zwar zur Manipulation, also Betrug am Handicap-System. Endlich! Es gibt zwei Arten, sein Handicap zu manipulieren. Die erste ist fast irrelevant. Es handelt sich dabei um die sogenannten Vanity Handicaps, also die
Handicaps der Eitelkeit. Diese Art von Golfer möchte nicht ein seiner Spielstärke entsprechendes Handicap haben, sondern ein so niedriges wie möglich. Das schafft er oder sie meistens mit Hilfe von Gleichgesinnten, mit denen dann registrierte Privatrunden zu fantastischen Ergebnissen führen. Diese Art der Handicap-Behübschung ist meiner Meinung nach aber zu vernachlässigen, weil ein niedrigeres Handicap ja überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil, eitle Golfer glaubt ja durch ein Low-Handicap mehr Anerkennung zu bekommen, ernster genommen, vielleicht sogar bewundert zu werden. All diese Dinge treffen allerdings nicht ein, eher im Gegenteil, denn es fällt erfahrenen Spielern natürlich sofort auf, wenn jemand ein unpassendes Handicap hat, unabhängig vom Score oder von der Tagesverfassung, sondern rein von der Spielanlage her. Außerdem, weder im Turnier noch auf privaten Runden mit ordentlichen Golfern wird der Vanity-Handicapper jemals wieder auch nur eine Hutschachtel gewinnen. Vielleicht kann er zumindest einem Nicht-Golfer von seinem niedrigen Handicap erzählen. Dem sagt diese Zahl im Normalfall aber gar nichts und falls doch, wird es ihm auch ziemlich egal sein. Also nur Nachteile für das Vanity-Handicap. Die zweite Art der Handicap-Manipulation ist nicht so harmlos, genannt der Sandbagger oder auf Deutsch der Handicap-Schoner. Der Sandbagger ist schon mal deshalb gefährlicher, weil er oder sie immerhin erkannt hat, dass ein Handicap etwas Gutes ist, dass ein Handicap ein Vorteil ist, scheint also mental fitter zu sein als der eitle Golfer. Während man dem Eitlen seinen Selbstbetrug noch ruhig nachsehen kann, ist das mit dem Sandbagger schon nicht mehr so lustig, denn er betrügt nicht sich selbst, sondern alle anderen Beteiligten. Er verschleiert sein wahres Können hinter einem Handicap, das er künstlich hochhält, ganz einfach, indem er auf registrierten Privatrunden oder unwichtigen Turnieren, bei welchen es also, sagen wir mal, nichts zu gewinnen gibt, schlechte Ergebnisse abliefert. Das daraus resultierende zu hohe Handicap nutzt er dann, um bei einem ausgewählten Turnier mit attraktiven Preisen oder auf Privatrunden mit ordentlichen Wetteinsätzen abräumen zu können. Diese Leute sind also die natürlichen Feinde des Handicap-Systems, das aber Mechanismen hat, um zu starke Handicap-Manipulationen durch Sandbagger zu verhindern. Zum Beispiel, du hast es vielleicht schon gehört, gibt es den Softcap und den Hardcap. Der Softcap verlangsamt den Anstieg des Handicaps, der Hardcap begrenzt diesen Anstieg dann ultimativ, sobald man sein niedrigstes Handicap der letzten 365 Tage um 5 Punkte verschlechtert hat, macht dieser Hardcap Schluss mit dem Anstieg. Zusätzlich auch noch in die andere Richtung für ein außergewöhnlich guter Score, wie zum Beispiel 10 Schläge weniger als für das jeweilige Handicap erwartet, wird der Handicap-Index zusätzlich zur normalen Verbesserung noch um weitere 2 Punkte herabgesetzt. Das sind also super tolle Nachrichten für den eitlen Golfer, weil sich das Handicap auf diese Weise schnell verbessern lässt, und schlechte Nachrichten für den Sandbagger, weil er dann nach seiner zufällig außergewöhnlich guten Runde bei einem tollen Turnier wieder länger daran arbeiten muss, sein Handicap ausreichend zu verschlechtern. Leider auch keine so tolle Nachrichten für den normalen Golfer, denn wenn einem, sagen wir mal, Bogey-Golfer mal eine außergewöhnliche Runde auskommt, wobei 10 Schläge besser als ein ehrlich solides Handicap auf einem sauber gerateten Platz zu spielen, statistisch gesehen sehr selten bis nie vorkommen sollte, aber wenn es mal so wäre, kämpft er dann eine Weile mit einem zu niedrigen Handicap. Zu verdanken ist das diesen Sandbaggern, also Augen auf in den Handicap-Komitees der Golfclubs, so schwer ist es nicht, einen Sandbagger auf die Schliche zu kommen und Konsequenzen zu ziehen. Und wenn mich dieses Handicap nicht interessiert? Das ist auch in Ordnung. Was du trotzdem wissen solltest, ist dein Playing-Handicap oder Course-Handicap auf jenen Platz, den du gerade spielen willst. Das ist also nichts anderes als dein an die Platzschwierigkeit angepasster Handicap-Index. Ablesen kannst du dein Playing-Handicap auf einer Tabelle, meist im Sekretariat oder in der Nähe des ersten Abschlags. Das solltest du deshalb kennen, um für jedes Loch deine Vorgabeschläge zu wissen und somit dein Netto-Doppel-Bogey zu kennen. Denn dieses Netto-Doppel-Bogey ist das Handicap-relevante Maximalscore pro Loch. Nach Erreichen dieser Schlagzahl kannst und sollst du, wenn es also das Spielformat erlaubt, den Ball aufheben, zum nächsten Abschlag gehen und dort diese maximale Schlaganzahl für das letzte Loch eintragen. Das Netto-Doppel-Bogey ist immer 2 über Paar plus deiner
eventuellen Lochvorgabe. Markus, das ist mir noch immer zu kompliziert. Auch okay, dann hebe den Ball einfach immer dann auf, wenn du schon 5 Schläge über Paar gemacht hast. Das Paar des Lochs steht auf jeder Abschlagstafel, Paar 3, Paar 4 oder Paar 5. Wenn du also auf einem Paar 3 schon 8 Schläge gemacht hast, dann wird es wirklich Zeit, dass du abbrichst und zum nächsten Loch gehst. Für den Fall, dass auch das Zählen zu anstrengend für dich ist, du dich weder mit dem Platz noch mit anderen Menschen messen willst, ja, auch okay. Wenn es nicht um ein Turnier gerade geht, dann kannst du einfach unbeschwert auf den Platz gehen, einen Ball vor dich hertreiben und den Tag genießen. Sei dir aber bitte darüber im Klaren, dass ein gewisses Spieltempo einzuhalten ist. Also dreh dich ab und zu um, falls eine Spielgruppe hinter dir schneller spielt als du und vielleicht vor Einbruch der Dunkelheit fertig werden möchte. Lässt du dich einfach überholen, kannst in der Zwischenzeit an den Blumen riechen oder Bäume umarmen, eben alles das tun, was dich glücklich macht. Gut, es gibt übrigens noch Details im World Handicap System, die der jeweilige nationale Golfverband optional verwenden kann oder eben nicht. Darauf gehe ich hier nicht ein, weil es mir zu unwichtig erscheint, zum Beispiel PCC, die Playing Condition Calculation, wo also extreme Wetterverhältnisse berücksichtigt werden. Mach dir darüber keine Sorgen, wie gesagt, ist nicht so wichtig. So, das war's jetzt aber. Würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Notifikationsglocke drückst, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wenn es dir gefallen hat, auch ein Like spendierst, am besten du drückst einfach überall drauf und all deine Träume werden wahr werden. Vorausgesetzt dein Traum ist es, noch mehr YouTube-Videos über Golf zu sehen. Alles Liebe, bleibt gesund, bis bald.